Im heutigen Video bin ich für euch im Nahverkehr in Niedersachsen unterwegs. Wir testen den Enno Regionalexpress von Hannover nach Wolfsburg und dann von Wolfsburg nach Braunschweig, jeweils in der ersten Klasse. Später fahren wir noch in den Harz, in das schöne Mittelgebirge, mit der RB 42, betrieben von Eriks, ebenfalls in der ersten Klasse. Wir können sogar sehen, wie RB 42 und RB 43 zusammengekoppelt werden. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr gerade hören könnt, bin ich mal wieder in der S-Bahn. Ich bin auf dem Weg nach Hannover und heute möchte ich mit euch ein bisschen den Nahverkehr rund um Hannover erkunden. Heute testen wir Enno. Enno hat in Niedersachsen zwei Routen, einmal von Hannover nach Wolfsburg und von Wolfsburg nach Hildesheim. Und wir wollen heute von Hannover nach Wolfsburg und von Wolfsburg über Braunschweig in den Harz fahren nach Bad Harzburg. Also wir schauen uns einmal den Enno an und dann noch eine Regionalbahn von Eriks, die RB 42. Also wir haben ganz schön was vor und ja, ich bin jetzt gerade wie gesagt auf dem Weg nach Hannover und in Hannover sehen wir uns wieder, schauen uns ein paar Züge an und dann geht das Enno-Abenteuer los. Ich bin schon sehr gespannt, weil Enno bin ich bisher noch gar nicht gefahren. Ich bin extra früh ans Gleis gegangen, um die Einfahrt unseres RE 30 zu filmen. Da kommt er schon. Der Zug ist ein Alstom Coradia Continental. Oh, wie weit fährt denn der? Huch! Da ist er. Proppenvoll. Wahnsinn. Was wollen die denn alle in Hannover, die ganzen Leute? Schauen wir uns den schönen Zug noch mal von vorne an. Enno RE 30 nach Wolfsburg. Er steht jetzt einfach eine halbe Stunde hier im Gleis. Das heißt, wir gehen natürlich schon rein. Dort fährt ein Metronom ein. Metronom ist übrigens der Inhaber von der Enno-Linie. Ein Video über Metronom habe ich auch gemacht, das verlinke ich euch. Meine Güte, hier ist aber was los. Jetzt sehen wir auch noch einen Flixtrain. Ausfahrt Flixtrain, vermutlich nach Köln. Genießen wir den Sound der alten Waggons. Oh, der ist aber lang, der Zug. Ich sehe das Ende schon. Da kommt erst das Ende. Gute Fahrt! Hier sehen wir es nochmal, RE 30 nach Wolfsburg und wir fahren heute in einer Doppeltraktion. Eine schöne Friedenstaube ist auch da. Hier sehen wir es, da sind die beiden zusammengekoppelt. Hier kommt noch ein Überblick über den ersten Teil unserer heutigen Route. Wir starten am Hauptbahnhof in Hannover und nutzen den Enno Regionalexpress RE 30 in der ersten Klasse, um Richtung Osten zu fahren zum Hauptbahnhof von Wolfsburg. Da ist schon Wolfsburg. Hinein mit uns. Das ist übrigens ein Reservierungsbereich. Das ist aber dennoch zweite Klasse, weil wir fahren erste Klasse. Und hier steht's. Enno von Metronom. Hey. Und hinein. Das ist der Reservierungsbereich. Aber es ist nicht der erste Klassebereich, wenn ich das richtig gesehen habe. Rosane Sitze, das ist ja witzig. Suchen wir den erste Klassebereich. Und so sieht ein Waggon aus im Enno. Hier ist er nicht mehr rosa. Das scheinen die normalen Farben zu sein. Oh, sieht schon gemütlich aus, ne? Alstom Coradia Continental. Hier, sogar mit Lehne. Und nochmal Lehne. Top. Weiter geht's. Eine Anzeige.
über Lehrte und Gifhorn. Wir fahren bis zum Finale nach Wolfsburg. Mehrzweckabteil. Hier kann man sogar ein Fahrrad mitnehmen. Ganz schön geräumig der Zug. Finde ich gut. Eine Toilette gibt es hier wohl auch. Ja, machen wir mal einmal aus. Okay, reicht. Brauchen wir nicht weiter erkunden. Hier ist noch eine schöne Anzeigetafel. Oh, ich habe noch ein schönes Schild gefunden. Hier sehen wir die Routen von Enno. Hannover nach Wolfsburg, RE30 sind wir gerade. Und nachher fahren wir noch mit RE50 von Wolfsburg nach Braunschweig. Da sehen wir es, RE30, Hannover nach Wolfsburg. Auf geht's in die erste Klasse. Oh, geht von alleine auf. Hinein. Wir haben wieder rosane Sitze. Wow. Schaut euch mal die Beinfreiheit an. Das ist ja der Wahnsinn, so viel Platz. Hey, wir haben unsere eigene Anzeige. Das ist ja toll. Gefällt mir. Und wir haben einen Sternenhimmel. Yay! Gepäckablage. Angeblich soll man hier reservieren können. Ich habe keine Option gesehen. Vielleicht wisst ihr ja, wo man reservieren kann. Ich habe schon gleich ein tolles Feature gefunden. Eine Steckdose. Also die Steckdosendichte ist 2 Steckdosen für 4 Plätze. Einen kleinen Mülleimer haben wir auch. Und sogar auch eine Sonnenblende. Da muss sie einrasten. Funktioniert. Aber es ist so dunkel. Wir wollen ein bisschen Sonne haben. Jetzt müssen wir aber mal den Sitzkomfort testen. Also der Sitz ist funktional. Sagen wir, funktional ist das richtige Wort. Ich sitze gut gestützt, aber ich sitze nicht gemütlich. Dafür habe ich gigantisch viel Beinfreiheit. Wenn man hier zu zweit oder zu viert sitzt, ist das schon sehr angenehm. Also die Distanz zwischen den Sitzen ist wirklich gut. Hier sehen wir nochmal, wie weit die Sitze auseinander sind. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut, wie viel Platz man hier hat. Cool ist auch, dass wir hier den Triebwagen sehen können, wo halt der Triebwagenführer drin sitzt. Da sind ein paar schöne Displays und links ist noch ein Telefon. Wir sitzen leider in der Mitte von den 2 Triebwegen. Da können wir leider nicht vorne rausschauen. Und so ist der Blick in den Waggon aus der ersten Klasse. Schauen wir doch nochmal. Da ist der ganze Waggon. Einen Kleiderhaken habe ich noch gefunden. Also der Sternenhimmel ist wirklich toll. Hey, Tür, bleib auf. Angeblich soll es hier WLAN geben. Das testen wir jetzt mal im Stand aus und später nochmal während der Fahrt. Da ist es schon. Enno Wi-Fi. Klick. Verbindung wird hergestellt. So. Werden wir ein Portal haben? Erstmal AGBs. Wir glauben einfach, dass das alles gut ist. Und es ist weg. Also ich konnte kein Enno Online-Portal finden, aber wir machen jetzt mal einen Speedtest. Wir stehen ja noch und der Zug ist noch recht leer. Naja, 2 Mbit. Das ist dünn. Ich glaube, da brauchen wir auf der Strecke auch keinen weiteren Test machen, weil wir stehen, der Zug ist leer, da darf man dann doch ein bisschen mehr Internetpower erwarten. Okay, zum Nachrichtenschreiben reicht's. Natürlich brauchen wir noch ein bisschen Geschichte. Nämlich, wofür steht Enno überhaupt? Enno steht für Elektronetz Niedersachsen Ost. Und Enno ist eine Marke von Metronom. Wie wir ja auch gerade auf dem Schild gesehen haben, betreibt Enno lediglich 2 Routen, Hannover-Wolfsburg und Wolfsburg-Hildesheim. Befahren wird die Strecke mit dem Alstom Coradia Continental, welche eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h hat. Um ganz genau zu sein, haben wir hier den Typ
1440.1 und der ist ca. 73 Meter lang. Ganz schön lang. Unsere Fahrt geht los. Ausfahrt aus Hannover Hauptbahnhof. Einen schönen guten Morgen, sehr geehrte Fahrgäste. Wir begrüßen Sie an Bord des Enno auf der Fahrt nach Wolfsburg über Gifhorn. Wir wünschen allen eine angenehme Fahrt. Liebe Fahrgäste, bitte denken Sie daran, das Bereitstellen und Konsumieren alkoholischer Getränke während der gesamten Zugfahrt ist gestattet. Und falls Sie eine persönliche Fahrkarte haben, bitte halten Sie bei Fahrkartenkontrolle Ihren Listbildausweis bereit. Nächste planmäßige Halt in Kürze ist Lehrte. So, jetzt habt ihr nochmal die Ansage gehört. Wurde tatsächlich von einer echten Person gesprochen. Und wie die Dame gesagt hat, hier ist Alkoholverbot, so wie in allen Regionalzügen in Niedersachsen. Aber wir müssen ja trotzdem noch anstoßen. Hier sehen wir die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Also auf der Strecke bis nach Lehrte sind 160 km/h erlaubt. Oh nein, der Alstom Coradia Continental ist so gut abgeschirmt, dass ich kein GPS-Signal bekomme. Ich kann nicht die Geschwindigkeit testen. Schade. Hier sehen wir nochmal den kompletten Fahrtverlauf. Da sind irgendwie keine langen Distanzen zu erkennen. Maximal 10 Minuten Strecke zwischen den Bahnhöfen. Mehr nicht. Also dieser Zug ist wunderbar ruhig. Hier kann ich es echt genießen. Okay, der Sitz ist ein bisschen hart. Da könnte man ein bisschen was dran machen, aber ansonsten fühle ich mich sehr wohl. Ich habe auch heute wieder Riesenglück. Der Zug ist komplett leer. Haha! Nächster Halt. Lehrte. Ich bin ja mal gespannt, ob ich kontrolliert werde. Bisher habe ich noch keinen Zugbegleiter gesehen. Mal gucken. Also in der ersten Klasse gibt es auch die verstellbare Mittellehne. Bei den Sitzen zum Triebwagenführer hin fehlen die Außenlehnen. Aber hier sind sie. Funktioniert. Funktioniert. Jetzt genießen wir die Beschleunigung. Hört ihr den Sound, den Elektrosound? Klingt schon gut. Oh, der macht aber wirklich Kette, ne? Der beschleunigt aber schnell. Ach, wie unglücklich, dass ich kein GPS bekomme. Ich würde so gerne sehen, wie schnell wir sind. Aber ihr merkt, der zieht wirklich gut an. Da sind die Stadtwerke Lehrte, vermutlich mit einem Wasserturm. RE30 nach Wolfsburg Hauptbahnhof. Nächster Halt Immensen-Abke. Und gerade habt ihr die Ansage gehört. Nächster Halt Immensen-Abke. Das ist schon sehr flott hier. Gehen wir davon aus, dass wir unseren Topspeed von 160 km/h gerade erreicht haben. Also so sehen 160 km/h aus im Alstom Coradia Continental, betrieben von Enno. Mensch, der fährt aber ruhig. Sehr angenehm. Wir sind jetzt auf freier Strecke und es sind auch schon ein paar mehr Personen im Zug. Jetzt machen wir doch noch mal einen zweiten WLAN-Speedtest. Wir sind gerade recht schnell. Mal gucken, ob das Internet auch schnell ist. Klick. Ach, ist ja verrückt. Ich hätte gedacht, es ist noch langsamer, aber nein. Es hat sich nichts verändert. Ja, 2 Mbit. Ich habe gerade von anderen Fahrgästen erfahren, dass vermutlich der RE50, mit dem wir gleich von Wolfsburg nach Braunschweig fahren, in einer Einzeltraktion fährt. Und womöglich haben wir Glück und können dem Triebwagenführer über die Schulter gucken, wenn er nicht das Rollo runter macht. Ich habe mal unseren Zug getrackt. Wir erreichen nun Gifhorn. In Gifhorn gibt es sogar ein paar Sehenswürdigkeiten. Da kommt der Bahnsteig von Gifhorn. Gifhorn hat sogar ein Schloss. Und dann hat Gifhorn noch den Tankumsee. Der Tankumsee ist ein künstlich erstelltes Naherholungsgebiet.
Soll sehr schön sein dort. Wir sind übrigens immer noch perfekt pünktlich. Hier in Gifhorn haben wir 4 Minuten Aufenthalt. Nun geht die Fahrkartenkontrolle los. Wunderbar. Ich bezahle extra gerne mehr, um in der ersten Klasse zu fahren. Tatsächlich hatte die Dame, die mich gerade kontrolliert hatte, ein Metronom-Outfit an. Weil wir haben ja vorhin gelernt, Enno gehört Metronom. Oder beziehungsweise Enno ist eine Marke von Metronom. Und gerade ist ein ICE an uns vorbeigerauscht. Also scheinbar fahren wir doch auf der Schnellfahrstrecke. Ich habe immer gedacht, die Strecke in Richtung Berlin wäre eine eigene Strecke. Ausfahrt aus Gifhorn. Genießen wir das Surren. Ja, der beschleunigt schon echt gut. Wolfsburg erreicht. Und er dreht gleich wieder und fährt nach Hannover. Er fährt zurück. Gleis 8, bitte. Oh, ist das aber eng hier. Oh Mann. Na, wo geht der Tunnel lang? Sehr, sehr eng. Ich habe eine große Anzeigetafel am Ende des Tunnels gefunden. Wir wollen jetzt weiterfahren mit RE50 um 12:18 Uhr von Gleis 8. Da ist Gleis 8. Ach, Gleis 8 ist hier schon. Das ist ja praktisch, da steht er schon. Aha. Dann kann ich ihn noch mal von vorne filmen. Wie schön. Da ist er schon. RE50. Erste Klasse. Da gehen wir gleich noch mal hin. Ja, der ist schon schön. Der gefällt mir gut. Und dort ist der Zug, mit dem wir gerade angekommen sind, der RE30. Und hinein. Geht nicht auf. Wieso gehst du nicht auf? Jetzt geht sie auf. Erste Klasse. Nochmal mit Sternenhimmel. Ja, hier ist das Rollo leider unten. Schade. Und hier sehen wir in der ersten Klasse unsere private Anzeigetafel. Wir fahren gleich über Braunschweig, da steigen wir ja aus. Jetzt wollen wir aber auch sehen, wo genau der Zug hinfährt. Nach Hildesheim. Und hier ist die Anzeigetafel im Eingangsbereich. Da, RE50. Der Zug steht echt eine halbe Stunde vor Abfahrt bereit. Richtig cool. Und hier ist der Enno Regionalexpress Nummer 50 nochmal im Komplett. Auf der Linie RE50 auf der Fahrt nach Hildesheim Hauptbahnhof. Wir wünschen eine gute Fahrt. Ach, jetzt habt ihr gleich das Intro gehört von Enno selber. Das war eine Computerstimme, nicht so wie im vorigen Zug, wo die freundliche Dame das Intro gesprochen hat. Ja, jetzt geht's los. Wir starten aus Wolfsburg und unser nächster Halt, bei dem wir aussteigen, ist dann schon Braunschweig. Zwischendurch sind nur noch 2 Haltestellen und dann ist schon Braunschweig. Der ICE versperrt uns die Sicht auf das Wolfsburg-Schild. Ach, jetzt können wir noch mal ein Wolfsburg-Schild sehen. Und der Bahnsteig ist zu Ende. Da ist übrigens das Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg. Gleich sehen wir noch mal den großen Turm. Da kommt er. Das ist das Stammwerk. Auch hier ist das erste Klasseabteil genauso wie im vorherigen Zug. Aber der Sternenhimmel ist aus. Der war doch so schön. Oh. Wir erreichen Braunschweig Hauptbahnhof. Da ist schon der Bahnsteig. Ist wohl ein bisschen größer hier. Und
Und dort hinten ist schon ein Eriks. Womöglich ist das schon unserer. Ihre nächsten Anschlüsse RB 70 nach Hannover Hauptbahnhof über Werte Abfahrt 12:54 Uhr. So sieht's hier aus. Oder so. Ist aber voll hier. Also, jetzt stehen wir vor dem Hauptbahnhof von Braunschweig. Und so sieht's hier aus. Das Witzige ist, da hinten steht noch eine alte Dampflok. Oh, die Trams sehen aber gut aus. Voll modern. Die Haltestelle sieht auch toll aus. Cooles Dach. Na, gehen wir doch mal rein. Da ist schon die große Anzeigetafel. Mal gucken, ob wir unseren Zug finden. Wir wollen RB 42 nach Bad Harzburg haben. Auf Gleis 1, da ist er schon, 13:24 Uhr, wunderbar. Ja, und da ist der Tunnel, aus dem wir gerade rausgekommen sind. Gehen wir doch mal wieder rein. Gleis 1, hoch mit uns. Nun zeige ich euch noch, wie ich denn meine Tickets gebucht habe. Das erste Teilstück war sehr einfach. Ich habe einfach für 30 € ein Erste-Klasse-Ticket über die Deutsche Bahn nach Wolfsburg gebucht. Der zweite Teil war wesentlich komplizierter. Da musste ich ein Verbundticket vom VRB buchen plus einen Aufschlag für die erste Klasse, was zusammen 16,80 € gekostet hat. Ach, da kommt er schon. Wie cool. Genießen wir seine Einfahrt und die Bereitstellung. Eriks RB 42 nach Bad Harzburg. Grüß dich. Komm, einmal schön koppeln bitte. Ja, super. Wir haben jetzt zwei Zugteile. Einmal unseren RB 42 nach Bad Harzburg und dann unseren RB 43 nach Goslar. Diese Züge werden in Vienburg getrennt. Wir gehen in den RB 42. Hier kommt noch ein Überblick über den letzten Teil unserer Strecke. Wir sind ja gerade in Braunschweig und nehmen jetzt RB 42 von Eriks betrieben, um in den wunderschönen Harz nach Bad Harzburg zu kommen. Da ist unser Ziel. Und hinein! Erste Klasse. Hier ist ja richtig was los in der ersten Klasse. Das habe ich bisher noch nicht erlebt. Naja, wird schon klappen. Und so sehen die Sitze in unserem schönen Alstom Coradia Lind aus. Nichts Besonderes, aber dennoch bequem. Einen Tisch haben wir hier mit Schutz, damit nichts runterrutscht. Hier, da haben wir Beinfreiheit. Richtig gut. Ach, jetzt sehen wir den Sitz noch mal im Detail. So sieht er aus. Kann man aushalten. Eine Gepäckanlage haben wir auch. Ein bisschen LED-Licht. Also der ist schon wesentlich moderner. Und wir sollen nicht mit dem Fahrer sprechen. Das schaffen wir. Erste Klasse. Alkohol trinken ist verboten und WLAN soll es hier auch geben. Wir stehen ja noch im Bahnhof Braunschweig und hier sind einfach mehrere WLANs. Nehmen wir mal Eriks. Oh, voll krass. Wi-Fi 6. Mal gucken, ob es funktioniert. Die letzten Male hat es leider nicht funktioniert. So, verbinden wir uns. Tja, das WLAN funktioniert mal wieder nicht. Keine Verbindung zum Mobilfunknetz. Schade. Anscheinend gibt es hier am Bahnhof eine USB-Ladestation. Die habe ich leider nicht gefunden. Aber sie muss irgendwo sein. Ausfahrt aus Braunschweig. Genießen wir die Diesel-Power-Beschleunigung. Ist schon ziemlich groß, der Bahnhof Braunschweig. Wir erreichen unseren ersten Halt. Der ist Wolfenbüttel. Da ist der Bahnsteig.
Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel gibt es etwas ganz Wichtiges, nämlich Jägermeister. Hier ist die Zentrale von Jägermeister. Yay! Jetzt ist die erste Klasse so gut wie leer und wir können nun sehen, wie unsere 2 und 2 Sitze aussehen. Was haben wir noch an Features? Nur noch ein Mülleimer. Das war's. Aber es gibt für 2 Sitze eine Steckdose. Das ist schon mal stark, weil ich habe schon oft Dieselzüge gehabt, wo es keine Steckdosen gab. Und wir fahren nun los aus Wolfenbüttel. Ist ja richtig was los hier am Bahnhof. Viele Einkaufsläden. Und gleich geht's ab in die Natur. Genießen wir noch das flache Land, bevor der Harz beginnt. Der Harz ist ein Mittelgebirge in Deutschland und das höchste Gebirge Norddeutschlands. Hey! Jetzt brauchen wir aber noch ein paar technische Infos. Wir sind ja gerade im Alstom Coradia Lind, Baureihe 622 und Nummer 54. Ein Teil von diesem Triebwagen ist 54 Meter lang. Die Höchstgeschwindigkeit sind angenehme 120 km/h. Und wie wir ja gerade gesehen haben, in der ersten Klasse hat man lediglich 8 Sitzplätze. Also hier sehen wir die Höchstgeschwindigkeit auf unserer Strecke. Wir werden keine 120 km/h sehen, wir werden maximal 100 km/h sehen und kurz vor Bad Harzburg sogar nur 80. Ich habe noch ein tolles Feature gefunden. In dem Sitz ist erste Klasse eingeprägt. Yay! Und es gibt hier nicht mal eine Zwischenlehne. Man kuschelt also mit seinem Nachbarn. Dort hinten beginnt der Harz. Ihr seht die Ausläufer, die ersten Hügel oder Berge. Also angeblich sind wir in Vienburg, stimmt aber nicht so ganz. Wir sind gerade in Schladen. Da stimmt wohl irgendwas mit dem GPS nicht. Aber hier ist die schöne Info, dass der Zug in Vienburg geteilt wird. Der fährt nach Goslar und wir sitzen gerade in dem Teil nach Bad Harzburg. Wir erreichen Vienenburg und ich werde jetzt rausgehen und zuschauen, wie unsere beiden Triebwagen getrennt werden. Noch sind sie verbunden, gleich werden sie getrennt. Da steht RB43 nach Goslar. Die Türen schließen. Nun müsste RB43 losfahren. Haha! Mach's gut, RB43. Fahr vorsichtig. Und weiter geht's. RB42, Ausfahrt aus Vienenburg. Jetzt sind wir nur noch eine Einzeltraktion. Da sehen wir es nochmal, Vienenburg. Ist schon schön hier. Scheinbar sehr ruhig. Ja, kann man aushalten hier. Also hier im Eriks in der RB42 hatte niemand Lust, meinen Fahrschein zu kontrollieren. Das finde ich schlapp. Aber okay, wir haben höchstwahrscheinlich auch keinen Schwarzfahrer hier, weil in der ersten Klasse sind nur wir, die das Farbenvideo supporten. Ja, aber das ist dann nicht gut. Ich mag es, wenn Fahrkarten kontrolliert werden, weil ich zahle ja auch immer brav mehr Geld, um überhaupt erste Klasse fahren zu können. Also wir sind schon in irgendeinem Ort. Hier war gerade ein kleiner Bahnübergang. Aber ob das jetzt schon der Bahnhof ist, sieht nicht danach aus. Anscheinend müssen wir noch ein paar Meter fahren.
Hier war wohl mal eine Zugstrecke. Na, das sieht doch schon mehr nach Bahnhof aus. Anscheinend ist hier eine Dieseltankstelle. Kabel finden wir auch. Da wartet schon ein anderer Eriks, der macht wohl Pause. Da müsste doch gleich mal der Bahnsteig kommen, oder? Eine harte Bremsung und wir sind da. So, wir haben Bad Harzburg erreicht. Gehen wir doch mal aus dem Bahnhof raus. Ist bestimmt schön hier, mitten im Harz. Da geht's raus. Willkommen in Bad Harzburg. Ui. Aha, das geht ja ab hier. Gaststätte. Und da geht's raus. Sieht schon toll aus hier. Rosenthal. Und hinaus. Okay, hier ist nicht viel. Aber ein schöner Platz mit Blümchen. Und so sieht der Bahnhof von außen aus. Tolles altes Gebäude. Ich bin gut in Bad Harzburg angekommen. Hat Spaß gemacht. Heute mal wieder nur Nahverkehr. Regionalexpress mit Enno und nochmal Eriks. Ja, alles erste Klasse. Ich habe einen tollen Tag gehabt. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.